Nein, kommt nicht in Frage, Charles. Wir werden Ethereum nicht kommerzialisieren. Ethereum soll eine Non-Profit-Organisation werden. Ich will keine Almosen von Risikokapitalgesellschaften. Was zum Teufel? Das macht mich echt sauer. Wir kennen uns jetzt schon seit über einem Jahr, Vitalik. Wenn's dir nicht passt, dann geh doch einfach. Weißt du was? Das mache ich. Scheinbar kann ich hier niemanden aus dem Vorstand überzeugen. Ihr haltet mich doch eh alle für verrückt. Bleibt doch bei der alten, verrosteten Technologie. Ich gehe, bevor hier noch mehr böses Blut fließt. Es war eine Schlägerei in der Vorstandsetage, sagte Charles Hoskinson später. Welche Version auch immer die wahre Geschichte ist, ob er freiwillig ging oder ob er rausgeschmissen wurde, nur deswegen entstand Cardano. Cardano gilt neben Ethereum oder Solana als eine der größten Smart Contract Plattformen überhaupt. Der systemeigene Token ADA Token treibt die Cardano-Blockchain voran und macht Cardano zu einem der beliebtesten Staking-Projekte. Über 1300 Projekte verschiedenster Bereiche, DeFi, NFT, Gaming und so weiter, bauen derzeit auf Cardano auf und jede Woche kommen neue dazu. Im DeFi-Sektor liegt Cardano gemessen an TVL auf Platz 3 unter den Nicht-Ethereum-Blockchains. Hinter Solana und Bitcoin über 276 Millionen US-Dollar liegen zum Stand des Videos in Smart Contracts gebunden. Was macht Cardano anders als Ethereum? Ist Cardano besser? Bevor wir dazu kommen, gucken wir uns doch erstmal die Geschichte zu Cardano an, oder? Okay, wenn ich jetzt auf Like drücke, erklärst du mir dann die Geschichte von Cardano? Ja, aber nur, wenn du wirklich auf Like drückst. Versprochen. Als Charles 2014 ging, da gab es Cardano noch gar nicht. Um auf frische Gedanken zu kommen, machte Charles ein 6-monatiges Sabbatical. Charles dachte darüber nach, wieder in die Mathematik zurückzukehren. Doch da riss ihn Jeremy Wood, ein anderer Ethereum-Mitbegründer, aus seinen alten Gedanken. Endlich Zeit zum Nachdenken. Ich mache nie wieder CEO. Die kurze Zeit dort bei Ethereum hat mir gereicht. Ich könnte mich wieder der analytischen Zahlentheorie widmen. Ich könnte das Studium zu Ende bringen. Moment, was heißt hier zu Ende bringen? Ich dachte, Charles hat einen Abschluss gemacht? Naja, das ist so eine Sache. Es gibt Autoren, die ihm immer wieder Ungereimtheiten in seinem Lebenslauf vorwerfen. Die einen Vorwürfe haben etwas mit seinen Bildungsabschlüssen zu tun. Er solle diese nicht richtig ausgegeben haben, er habe keinen Bachelorabschluss, keinen akademischen Titel, er war nie Doktorand. Yes, I do have graduate credits at CU Boulder in math. And yes, I am a dropout. Because I didn't, by definition, complete the things that I set out to do with the degree programs I was in. Aber das nur am Rande. Zurück zur Gründung von Cardano, die vielleicht ein wenig so abgelaufen sein könnte. Hey Charles, immer noch am Schach spielen? Was machst du denn hier? Bin auch von Ethereum gegangen. Als du weg warst, hat Vitalik die Macht an sich gerissen. Und jetzt? Was willst du von mir? Ich will mit dir ein neues Forschungsunternehmen gründen. Ein Unternehmen, das fähig ist, eine Blockchain der 3. Generation zu finanzieren. Lass uns ein Open-Source-Projekt gründen, das Entwickler, Universitäten, Regierungen und Menschen der gesamten Galaxy vereint. Und so gründeten Charles und Jeremy 2015 Input-Output Hongkong, IOHK. 2017 wurde Cardano, ihr Schlüsselprojekt, öffentlich ins Leben gerufen, welches sich vor seiner Verbreitung zunächst auf den japanischen Markt konzentrierte. Was hat Cardano zwischen 2015 und 2017 gemacht? Zwischen 2015 und 2017 organisierte IOHK das ICO mit über 4 verschiedenen Verkaufsrunden. Von den maximal 45 Milliarden ADA-Token wurden 25,9 Milliarden Token fürs ICO verteilt. Das entspricht rund 57,6% des gesamten Tokenangebots. Mit dem ICO wurden über 62 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt. Der ICO-Durchschnittspreis damals bei 0,0024 Dollar pro ADA. Bezahlt werden konnte in Bitcoin. KYC-Richtlinien gab es damals aber trotzdem.
Verdammt, hätte ich doch damals ADA gekauft. 11,5% wurden initial an die 3 Teams, die Cardano Foundation, IOHK und das japanische Unternehmen Emurgo, das ist ein Businessarm von Cardano, verteilt. Die restlichen 30,9% der Tokens wurden als Reserve für die Staking Rewards zugeteilt. Das war alles vor dem Bullrun, bevor Cardano 2017 live ging. Ja, ein ziemlich genialer Schachzug, was die Finanzierung angeht. Wir investierten zunächst ein paar $100.000 und begannen, Verträge abzuschließen. Da alle Einnahmen in Form von Bitcoin erzielt wurden, verzeichnete IOHK enorme Renditen, da der Wert der Münze sprunghaft anstieg. Im Bullrun 2017-2018 liquidierte IOHK dann seine Bestände. Im Verhältnis zu unserer Verbrennungsrate kann IOHK nun jedoch jahrzehntelang geöffnet bleiben. Also ging die Rechnung von Charles' Finanzierungsstruktur auf. Oh ja. IOHK profitierte im Bullrun 2017-2018. Auch Hoskinson profitierte. 2018 schätzte Forbes sein Vermögen auf 500 bis 600 Millionen US-Dollar ein. Charles kaufte sich eine mega coole Ranch, auf der er am Wochenende seine Zeit verbringt, oder Charles? Stimmt. Meine Ranch hat um die 500 Bisons, die frei herumlaufen. Ich besitze aber noch ein zweites Grundstück. Unter der Woche bin ich in Colorado auf meiner 50-Acker-Farm. Und was macht Charles sonst so mit dem vielen Geld, seit es Cardano gibt? Charles ist großzügig und spendet immer wieder. Zum Beispiel 20 Millionen US-Dollar für den Bau eines Mathematikzentrums an der Carnegie Mellon Universität. Oder 2020, da schenkte IOHK dem Blockchain-Labor der Universität von Wyoming 500.000 US-Dollar in Form von ADA. Ach Charles, ist schon großartig, oder? Es ist großartig. Wir arbeiten mit den größten Kryptoforschungsgruppen der Welt zusammen und ich kann trotzdem noch ein Sesselpupser sein. Spannende Geschichte, wie Cardano entstanden ist. Aber was macht Cardano jetzt anders als Ethereum? Wir kommen zum zweiten Teil unserer Cardano-Geschichte. Ich polarisiere irgendwie. Die Leute mögen mich entweder oder sie hassen mich. Es gibt nicht viele Leute dazwischen. Absolute Bitcoin-Fans wie der Chef von MicroStrategy, Michael Saylor, sind bereits mit Charles aneinandergeraten. All the proof-of-stake networks are securities and they're all very risky. Charles vermutet hinter Michaels Worten viel mehr Eigeninteresse für Bitcoin und gegen Cardano. Niemand kontrolliert RDA. Es ist komplett dezentralisiert, weit mehr als Bitcoin. Es hat mehr Nutzen und Nutzenpotenzial. Die Leute kaufen den Token nicht, um zu spekulieren, was das Einzige ist, was sie mit Bitcoin tun können. Wenn es nicht so funktioniert, wie er hofft, geht er bankrott. Also findet Charles Bitcoin schlecht? Nein, Charles hat nichts gegen Bitcoin. Er hat nur was gegen die Haltung von Maxis. So now we got Mike Saylor. He's like, Bitcoin is the way. Bitcoin-Maxis sind, wie er twitterte, jenseits von dumm. I think Mike's head is all fucked up and screwed up. And I don't think it's a productive conversation at all. And frankly, the most difficult, toxic, and useless people to engage with are Bitcoin maximalists. Beim Thema Netzwerkverwaltung, da hat Charles aber auch andere, dezentralere Vorstellungen für Cardano als Vitalik für Ethereum. Vitaliks Standpunkt sei der eines einsamen Samurais, soll er mal gesagt haben. Eine kleine Gruppe von Crack-Ingenieuren zu leiten, dabei innovativ zu sein und ein großes Problem zu lösen. Trotzdem sei er ein brillanter Gründer. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio.
Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Cardanos Dezentralisierungsgedanke beginnt beim peer-to-peer orientierten Konsensus, dem Delegated Proof of Stake Protokoll Ouroboros. Jeder soll möglichst einfach seine ADA delegieren können, ohne die Tokens an eine zentrale Börse oder einen Vermittler abzudrücken. Zum Stand des Videos werden über 3100 Staking-Pools von der Community betrieben. Doch Charles denkt noch weiter. Er sieht Krypto zu stark an traditionelle Währungsstrukturen gebunden. Krypto muss sich von instabilen und volatilen Banken abkoppeln. In dem Moment, wo wir die Staatskasse digitalisieren können, ist das Spiel für die Banken vorbei. Spannend. Charles schrieb das in der Zeit, kurz nach Schließung der Banken Silvergate, Signature und Silicon Valley in den USA. Stimmt. Und zur gleichen Zeit stieg Cardanos TVL im DeFi-Sektor auf den höchsten Stand seit März 2022. Das einen freut, ist des anderen leid. Doch Charles denkt noch weiter. Es geht nicht nur um die alte Fiat-Währungs- und Finanzstruktur. Es geht um eine komplett neue Wirtschaftsstruktur. Wir haben wirklich eine Governance-Krise. Dies ist das erste Mal überhaupt, dass wir mit der Idee eines Unternehmens ohne CEO oder eines Landes ohne Präsidenten kokettieren. Aus diesen Gedanken entstand Voltaire, oder? Genau. Cardano möchte mit der Entwicklungsstufe Voltaire, Teil der Cardano Roadmap, die Netzwerkverwaltung dezentralisieren. Hinter dem netten Philosophennamen steckt das Cardano Improvement Proposal 1694, Voltaires Geburtsjahr. Mit 1694 wird die Governance schrittweise eingeführt. Wenn sowohl ein Abstimmungs- als auch ein Treasury-System vorhanden sind, wird Cardano wirklich dezentralisiert sein und nicht mehr unter der Leitung von IOHK stehen. Stattdessen liegt die Zukunft von Cardano in den Händen der Community. Bei Cardanos Abstimmungssystem sollen alle Stakeholder auf der Blockchain demokratisch über Systemupdates abstimmen können. Die Gefahr von radikalen Netzwerkabspaltungen, wie sie bei Bitcoin oder Ethereum der Fall waren, soll vermieden werden. Es soll eine Cardano DAO mit Abstimmungsrichtlinien entstehen. Es sollen ganze Leitungsgremien gebildet werden. Angedacht sind zum Beispiel ein Verfassungsausschuss, das Constitutional Committee, dann delegierte Vertreter, die per ADA-Stimmzettel gewählt werden können, und Stake Pool Operators, das sind diejenigen, die die technischen Ressourcen stellen. Wie eine Regierung im echten Leben auch? Ja, wie im echten Leben prinzipiell auch, nur dezentral. Endet die Roadmap mit Voltaire, dann ist das nicht das Ende der Entwicklungen, sondern nur der Beginn eines sich selbst entwickelten Netzwerks. Die Testnet SanchoNet-Webseite wurde im August 2023 gestartet. In etappenweisen Phasen wird die Gemeinschaft an die Verantwortung herangeführt. Das war das Abstimmungssystem. Wie ist das mit dem Finanzierungssystem? Auch das Finanzierungssystem, wozu zum Beispiel die Cardano Schatzkammer gehört, soll stetig von der Community verwaltet werden. Per Abstimmungsprozess wird dann entschieden, für was die Rücklagen aus der Schatzkammer verwendet werden. Damit macht sich das Netzwerk unabhängiger von Fremdfinanzierungen. Aber wenn niemand die Treasury finanziert, wie finanziert sie sich selbst? Die Rücklagen entstehen, so habe ich es verstanden, aus einer Kombination von Staking-Reserven und Transaktionsgebühren. Mit jedem Block müssen die Poolbetreiber wohl so um die 20% der Einnahmen an die Schatzkammer abdrücken, wie eine Art Steuer. Der ADA-Vorrat wächst also mit jeder Epoche an. Steigt der ADA-Preis, steigen die Finanzierungsmittel in der Treasury, die zur Unterstützung der Entwickler und Community-Mitglieder eingesetzt werden. 2021, 2022 im Bullrun, da hatte die Schatzkammer nur 4 Jahre nach dem ICO über 276 Millionen ADA parat, umgerechnet über 120 Millionen Dollar, was doppelt so viel Kapital war wie die ICO-Einnahmen von 2017. Je mehr Cardano genutzt wird, desto mehr Einnahmen und Steuern werden eingesammelt, wodurch die sinkenden Reserven ausgeglichen werden sollen. So der Plan. Daneben hat Cardano mit dem Projekt Catalyst einen dezentralen Innovationsfonds geschaffen. Alle paar Monate werden daraus Fördermittel für die Gewinner freigeschaltet. Die Community stimmt per ADA über die Anträge der eingereichten Ideen ab. Zum Stand des Videos wurden bereits 9 Runden abgeschlossen. Für die 10. Runde stehen 50 Millionen ADA im Wert von 16,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Von über 1400 Ideen wurden 192 Vorschläge angenommen und 408.000 Stimmen abgegeben. Auch für die 11. Runde stehen 50 Millionen ADA im Wert von diesmal 18,5 Millionen US-Dollar bereit. Cardano pocht stark auf einen wissenschaftlichen Ansatz.
Veränderungen im Protokoll und auf der Plattform werden erst aufwendig methodisch erforscht und getestet, bevor sie freigegeben werden. Dann setzt Cardano auf eine Art Multilayer-Architektur, die aus unabhängig aufeinander aufbauenden Schichten besteht. Ethereum dagegen ist mehr wie aus einem Guss gebaut. Der Vorteil? Die klare Trennung der Informationsverarbeitung ermöglicht es Cardano, unabhängig und flexibel auf den einzelnen Schichten zu skalieren und Upgrades durchzuführen, die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Weiterer Vorteil: mehr Sicherheit. Ein Hacker, der sich zum Beispiel auf nur eine Schicht stürzt, würde die andere Schicht nicht mit ins Verderben stürzen. Informationen über Personen und deren Metadaten können außerdem getrennt voneinander gespeichert und verarbeitet werden. Dann der nächste Punkt: Cardano unterstützt Native Tokens. Bei Ethereum müssen beim Senden von ERC20-Tokens Smart Contracts ausgeführt werden. Bei Cardano werden Native Tokens ohne Smart Contracts ausgeführt. Sie leben auf dem Ledger und nutzen dessen Kerninfrastruktur. Gleiche Behandlung wie der ADA-Token, größtenteils. Vorteil: es fehlt eine zusätzliche Ebene, die alles nur komplexer und fehleranfälliger machen würde. Dann hat Cardano eine eigene Programmiersprache, Haskell. Haskell funktioniert, ja, funktional. Das bedeutet, es gibt Grundfunktionen, dessen einzelne Werte in der Funktion jedoch geändert werden können. Vorteil: Programmierer haben von Beginn an alle die gleichen mathematischen Grundregeln. Das erleichtert die gemeinsame Entwicklung und reduziert menschliche Fehlerquellen. Dann lässt das Staking-Protokoll Ouroboros die Einführung von verschiedenen Skalierungslösungen wie das Sharding zu. Ethereum muss dagegen erst aufwendig upgraden, um seine eigenen geplanten Sharding-Methoden unterstützen zu können. Sharding? Sharding, das sind parallel laufende Sidechains, die die Hauptlast im Netzwerk in Portionen aufteilen. Sie arbeiten parallel mit den Daten und können sich gegenseitig Vermögenswerte übertragen, auch wenn sie mit unterschiedlichen Spielregeln arbeiten. Wenn eine Chain ausfällt, dann läuft der Rest wie ein Uhrwerk weiter. Also, das Ausfallrisiko reduziert sich. Im Juli 2022 ging zunächst die Cardano EVM Sidechain live, eine Art Vorzeigekette, die mit Ethereum kompatibel ist. Anfang 2023 brachte IOHK dann das passende Software-Toolkit auf den Markt, damit Entwickler schneller und sicherer ihre eigenen Sidechains auf Cardano erstellen können. Wird 2023 rückblickend das Jahr der Sidechains sein? Charles, hast du nicht Ende 2022 Solana eingeladen, als Sidechain bei Cardano anzudocken? Come on, Solana! Das ist eine Win-Win-Situation. Cardano bekommt Speed von Solana. Solana bekommt Sicherheit von Cardano. Ja, und Dogecoin? Ja, habe ich im Oktober 2022 mal auf Twitter ins Spiel gebracht. Und? Keine Reaktion von den Promis. Wollen sich wohl nicht Cardano unterordnen. Deswegen machen wir jetzt einfach eigene Sidechain-Projekte. Erst vor kurzem startete Cardanos erste Partnerchain Midnight mit seinem Developer-Netzwerk. Midnight legt besonderen Wert auf Privatsphäre und bietet Cardano eine zusätzliche Datenschutzschicht für dezentrale Anwendungen. Mechanismen wie Zero-Knowledge Proofs finden dort Anwendung, um mit den Lösungen von Ethereum und Polygon zu konkurrieren. Ist Charles eigentlich Privatsphäre und Anonymität wichtig? Ja, ich habe zum Beispiel keine öffentlichen Wallets. Ich will nicht, dass mir Unbekannte aus sanktionierten Ländern ADA oder andere Kryptowährungen senden, ohne dass ich einverstanden bin. Ich will nicht, dass meine Kryptoadressen auf Sperrlisten eingetragen werden. Aber das mit den Sidechains ist nur eine von vielen Skalierungslösungen, die Cardano einsetzt. Es gibt zum Beispiel eine eigene Erfindung namens Hydra, wie das mehrköpfige Ungeheuer aus der Mythologie. Hydra ist ein lang ersehntes Second-Layer-Protokoll, wurde auch dieses Jahr eingeführt und ermöglicht Transaktionen außerhalb der Hauptkette. Eine Off-Chain-Skalierungslösung. Charles ist auch auf Mythril, neben Hydra die zweite Second-Layer-Skalierungslösung, stolz. Mythril ging im Sommer 2023 live. Das Update-Paper zu Mythril 2 kam im Herbst raus. It's a damn fine work. Das Protokoll sorgt unter anderem dafür, dass sich die Knotensynchronisation beschleunigt, was die Cardano-Blockchain letztendlich effektiver und sicherer macht. Ein Cardano-Knoten soll über Mythrils Architektur noch schneller wieder hochgefahren werden können als bisher. In weniger als 2 Stunden. You know what? I'm not tired. I'm still got a lot of fire in me.
And I still believe we can win this. I still believe that our best days are ahead of us. Für Cardano sprechen viele moderne technologische Ansätze, zum Beispiel der hohe Sicherheitsstandard und seine Transparenz und Dezentralität gegenüber Ethereum. Für Ethereum spricht dagegen die Bandbreite an Anwendungen und die Netzwerkgröße. Gegen Cardano spricht das, was für Ethereum spricht. Die aufwendige Research-Arbeit führt außerdem dazu, dass andere Netzwerke und deren Entwickler wie Solana an Cardano vorbeibrechen. Doch ist die Marktkapitalisierung nicht zu kurzfristig gedacht. The prices are not correlated to the progress. The prices are not correlated to the progress. Ja, ich weiß, Charles. Ich soll nicht auf den ADA-Preis schauen. Und trotzdem meinten manche, Cardano erlebe einen Abwärtstrend. Cardano würden attraktive Vorzeigeprojekte fehlen. Finanzen.net schrieb noch im Oktober von sinkender Rentabilität und steigenden Verlustadressen, die ADA unter Druck setzen. Also ehrlicherweise, Q3 war aber auch ein Scheißquartal für den gesamten Kryptomarkt und nur die wenigsten lagen mit ADA im Profit. Auf der anderen Seite knackte Cardano Ende Oktober ein Rekordhoch von über 680 Millionen ADA, die im DeFi-Sektor gebunden lagen. Doch die jüngsten Entwicklerzusagen und Gebührenverlangsamungen weisen auf eine Verlangsamung hin. Cardano steht auch vor zunehmendem Wettbewerb von Alternativen wie Arbitrum, Optimism und Base. Jedes Mal, wenn eine Lüge über Cardano verbreitet wird, braucht es 10-mal mehr Aufwand, diese wieder aus den Gedächtnissen der Menschen zu löschen. Also halb so schlimm, ein Quartal später, Dezember 2023, schon wieder ganz andere Worte. Cardano kann bald im Wert steigen. Wäre es nicht besser, sich mit Ethereum zu versöhnen? Charles war nie gegen ETH und Cardano entstand nicht deswegen, um Ethereum eins reinzuhauen. Im Rahmen von ETH-Verschwörungstheorien nannte er die SEC sogar weniger als korrupt, er nannte es Bevorzugung von ETH. Das kam bei der XRP-Community und dem Ripple-CTO David Schwartz wiederum überhaupt nicht gut an. Manche schienen so weit zu gehen und zu behaupten, Charles hätte doch nur was aus seiner kurzen CEO-Zeit vor 2014 bei Ethereum zu verbergen. Aber er ist auch nicht immer für ETH. Das stimmt. Die Technologie von Ethereum mag Charles nicht so. Technologie von 2014 schrieb er mal. Oder Charles, hast du noch ein weiteres Lieblingszitat? Unterdessen hat Ethereum einen Müllcontainer von einer Konsensschicht. Ein schreckliches Programmiermodell, das nicht geändert werden kann und wird von seinem eigenen Layer 2 Ökosystem wie ein lebendigem Leibe aufgefressen. Charles glaubt an etwas Größeres, das nichts mit diesem ganzen Rosenkrieg zu tun hat. No one is here in Cardano because the great Charles Hoskinson and his grand reputation. We started this on the back of me being kicked out of Ethereum. All of you are here because you look at what we're actually talking about, which is that we're building something that's going to be around centuries from now. Es ist Charles' Vision einer neuen Ära, ein freieres Wirtschafts- und Finanzsystem, ein System regiert von einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Grundregeln. Es ist ein Bluetooth- oder Wi-Fi-Moment erforderlich. Wir werden in der Finanzbranche nicht dorthin gelangen. Das heißt, Blockchains so wirkungsvoll machen wie Unterhaltungselektronik. Es sei denn, wir haben gute Standards, um Werte und Informationen zwischen all diesen verschiedenen Hauptbüchern zu bewegen. Wenn Cardano sich an genau solchen wirklich wichtigen Werten orientiert, sind Seitenhiebe Nebensache. Wenn Cardano mit großen Netzwerken wie Ethereum einen wirklich interoperablen Waffenstillstand schließt, dann könnte es Frieden in der Galaxie geben, oder? Fast alle Daten sprechen jedoch für Ethereum, weshalb es realistischer erscheint, dass diese Blockchain das Rennen gewinnen wird. Es gibt jedoch einen Faktor, den wir noch nicht in Erwägung gezogen haben. Der Unterschied, wie der Cardano-Gründer Charles im Vergleich zum Ethereum-Gründer Vitalik sein Projekt vermarktet und es schafft, einen Hype darum zu generieren. Scam! It's a scam! Oh, it's a scam! Oh my God, it's a scam! Everybody's scamming!